Guten Tag allerseits. Es freut mich, Sie alle heute am Webinar begrüßen zu dürfen. Es ist schön, Sie so zahlreich zu sehen. Mein Name ist Werner Tassischow. Ich bin Leiter des Vertriebs von Silex und heute haben wir mit mir Michel-André Fels, ehemaliger Generalstaatsanwalt des Kanton Bern. Und heute werden wir zusammen ein bisschen, ja, die juristische Recherche besprechen. Wir werden das Tool ein bisschen anschauen zusammen und vor allem, es wird dann eine Live-Session geben. Und das heißt, als allererstes würde ich gerne mit Ihnen allen, da wir ja hauptsächlich Rechtsexpertinnen im Publikum haben, würde ich gerne, ja, ein bisschen, die alten Entscheide anschauen mit Ihnen. Sie sehen hier, wir haben die Entscheidungspublikationen von Obwalden, wir haben auch die einzelnen Bundesgerichtsentscheide und wir können heute jetzt wirklich die einzelnen Entscheide durchgehen und normalerweise habe ich jetzt wahrscheinlich Ihre Aufmerksamkeit schon verloren. Aber das Ding ist, das war natürlich ein Scherz, aber diesen Bildschirm, den Sie sehen hier, entspricht den alten Recherchemethoden. So hat wirklich ein Bildschirm bis vor kurzem für viele Rechtsexperten ausgesehen mit verschiedenen Fenstern, die offen sind für die juristische Recherche. Und all diese Recherche kann heutzutage auf ein Bildschirm zusammengefasst werden, nämlich diesen. So, willkommen bei Silex. Willkommen beim Webinar. Wie gesagt, es ist eine Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Äh, kurz zur, kurz zur Struktur, wie wir das jetzt aufbauen werden. Ich werde jetzt wirklich 5 bis 7 Minuten damit verbringen, die Startup ein bisschen vorzustellen, auch das Tool ein bisschen zu beschreiben, kurz auf die Aspekte der Datensicherheit des Berufsgeheimnisses eingehen, da diese natürlich immer ausschlaggebend ist, gerade in unserem Berufsfeld. Und danach werden wir den größten Teil damit verbringen, mit Michel-André Fels ein Rollenspiel zu machen, damit sie wirklich sehen, wie dieses Tool live von einem Rechtsexperten benutzt wird. Und das Ziel ist wirklich, dass wir auf die Stärken und die Schwächen des Tools eingehen. Also es sollte keine reines Verkaufsblabla sein, sondern wir werden wirklich über die Vorteile und auch die Grenzen der KI eingehen. Also, ich bin gespannt und hoffentlich sind Sie auch gespannt und dann würde ich sagen, legen wir los. Kurz zu uns. Wie gesagt, ich werde nicht zu viel Zeit mit der Startup selbst verbringen, aber wir sind ein multidisziplinäres Team. Wir haben als CEO, als Geschäftsführerin, haben wir Kyriaki Bonga, Rechtsanwältin, die Mitgründerin ist von Silex, zusammen mit Thomas Sez, unser CTO. Und ein weiterer Teil des Führungsteams ist Valentin Séchon, Leiter Vertrieb, Ökonom und er wird oft auf Events oder Webinars auftreten. Es kann sein, dass Sie ihn dann oft dort sehen werden. Und was Sie hier von dieser Slide mitnehmen können grundsätzlich, ist, dass wir nicht ein reines Tech-Team sind, wie bei anderen generalistischen KI anbieten, sondern sind wirklich ein multidisziplinäres Team. Wir verbinden nicht nur Tech, sondern auch wir verbinden Use. Und das ist halt besonders wichtig hier in unserem Feld. Die Tatsache, dass wir Juristen haben in unserer Startup, hilft uns wirklich, die Bedürfnisse dieser Gruppe zu verstehen. Und Sie werden auch sehen, in der Antwortstruktur, wir haben auch wirklich versucht, die Antwortstruktur von Silex so zu gestalten, dass sie die Denkstruktur einer Rechtsexperten übernimmt. Aber was ist das grundlegende Problem, das wir lösen möchten? Das grundlegende Problem ist, dass Rechtsexperten rund die Hälfte der Zeit mit juristischer Recherche verbringen. Vielleicht ist es bei Ihnen mehr, vielleicht ist bei Ihnen weniger, aber im Grunde genommen geht es darum, dass die juristische Recherche relativ viel Zeit verbraucht und dass Leute wirklich auf viele repetitive Aufgaben ausführen müssen. Und das Problem des Problems oder das Problem der aktuellen Lösungen ist, dass je nach Studie, die Sie lesen, wie hier die zitierte Studie, ist die Herausforderung, dass rund ein Drittel der Antworten von allgemeinen KI-Tools Halluzinationen enthalten. Das ist immer ein Thema, dass die KIs Halluzinationen enthalten und dass auch rund die Hälfte
der Juristen Bedenken hinsichtlich Datenschutz äußern. Was auch normal ist heutzutage, vor allem wenn man KI benutzt, weiß man ja auch nie, was jetzt mit den Daten passiert. Jetzt, weshalb gibt es Silex? Was ist unsere Mission? Unsere Mission kommt genau aus diesen Problemen. Die Tatsache, dass die aktuellen KIs nicht unbedingt die perfekte Lösung sind, motiviert uns dazu, dass wir wirklich eine Infrastruktur für juristische Intelligenz aufbauen möchten, die zuverlässig ist und auch die den Datenschutz respektiert, die das Berufsgeheimnis wahrt. Und das Ziel dieses Tools von Silex ist, dass sie im Grunde genommen zwei Funktionen erfüllen: Rechtsrecherche und Analyse und Erstellen von Dokumenten. Jetzt ganz kurz zu einigen Zahlen. Ich werde nicht auf alles im Detail gehen, aber im Grunde genommen werden wir momentan von über 800 Organisationen benutzt, und zwar täglich. Diese Organisationen sind hauptsächlich Anwaltskanzleien, Notariate. Wir haben aber auch immer vermehrt Rechtsabteilungen von Banken, von Versicherungen und im Grunde genommen von allen möglichen Unternehmen und auch Steuerberater. Und Sie sehen hier, also auf der rechten Seite sehen Sie auch, dass wir das Direktorium oder ehemalige Direktorium der Bundesanwaltschaft haben bei den Zeugnissen. Also Sie sehen, wir haben einen ehemaligen stellvertretenden Bundesanwalt, der Silex benutzt. Wir haben einen ehemaligen Staatsanwalt des Kanton Berns. Und wie gesagt, führende Kanzleien und Banken von Genf und von Zürich. Jetzt zur Lösung. Was ist Silex? Was kann Silex tun? Was sind die Stärken? Was sind auch die Schwächen des Tools, wie bei jeder KI? Und der erste Punkt: Halluzinationen, immer natürlich extrem relevant. Bei Silex haben wir wirklich die Halluzinationen minimiert. Jetzt, was heißt das genau? Minimiert heißt natürlich nicht null. Jede Person, die Ihnen sagen wird, dass ein KI-Tool keine Halluzinationen enthält, lügt. Also grundsätzlich funktioniert dies nicht. Halluzinationen sind per Konstruktion Teil der KI. So funktioniert die KI. Aber wir haben die Prozesse so gestaltet, dass die Halluzinationen minimiert werden. Weil die Halluzinationen, die stammen hauptsächlich vom LLM. Und wir haben Silex und die Antwortstruktur, sagen wir, den Antwortprozess so strukturiert, dass wirklich dass das LLM eigentlich so wenig wie möglich eingesetzt wird. Effiziente Workflows. Wie gesagt, Silex performt Rechtsrecherche und Analyse und Generieren von Dokumenten. Das können E-Mails, Verträge und Rechtsschriften sein. Und der dritte Punkt, natürlich extrem wichtig: Wahrung des Berufsgeheimnisses. Wie garantieren wir, dass das Berufsgeheimnis gewahrt wird? Nämlich indem alle Chats ausschließlich auf Ihrem Gerät lokal gespeichert sind. Das heißt, nur Sie haben Zugang. Die Chats sind nicht in einer Cloud gespeichert. Das heißt, auch wenn wir es wollten, könnten wir nicht auf Ihre Chatdaten zugreifen, weil sie bei uns im Datensystem nicht existieren. Und daraus folgt logischerweise, dass auch kein Training auf Ihre Kundendaten stattfindet. Und letzter Punkt: interne Daten integrieren. Das ist eine zusätzliche Option, die wir noch anbieten, ist Nutzung von Silos. Das heißt, Sie können kanzleiinterne Datenbanken eigentlich mit Silex verbinden und so auf Jahrzehnten Kanzleiwissen zugreifen. Und diese Funktion wird voraussichtlich in den nächsten Wochen, im Beta-Testing verfügbar sein. Aber so viel zu dem. Dies war für Silex. Sie können, wie gesagt, im Chat auch Fragen stellen. Ich werde gegen Ende alle Fragen im Chat beantworten, live. Aber zunächst einmal würde ich sagen, gehen wir zum dynamischeren Teil. So viel, das war zu Silex. Jetzt gehen wir zum dynamischen Teil mit dem ehemaligen Generalstaatsanwalt von Bern, Michel-André Fels. So, Michel-André Fels, das freut mich sehr, dass wir dich dort heute begrüßen dürfen.
Und das Ziel wird natürlich sein, dass wir ein bisschen Silex zusammen entdecken. Und meine Frage an dich ist, ja, Michel, wie können wir dir heute behilflich sein? Wie kann Silex uns heute helfen? Ja, ich begrüße auch alle miteinander und freue mich, dass wir zusammen dieses Webinar machen können. Und ja, sehr gerne, Valentin. Ich möchte mal so vorgehen, dass wir zuerst einmal so den Hut des Staatsanwaltes, der Staatsanwältin anziehen. Und da ist man ja oft mit Fragen konfrontiert, wo man rasch eine Übersicht über verschiedene Varianten einer Problemstellung braucht. Und ich habe mir da mal überlegt, wie steht das eigentlich mit dem nach wie vor kontrovers diskutierten Problems des Rechtsüberholens auf Autobahnen. Das wissen wir ja, da hat es Mhm. ganz verschiedene Konstellationen, wenn man unterwegs ist. Und habe mir überlegt, ja, kann Silex mir da helfen, die wesentlichen Eckpunkte dieses Problems einmal darzustellen und auch eine kurze tabellarische Aufsicht auszuzeigen, was da bei diesen Problemstellungen alles eigentlich relevant ist. Genau, natürlich. Vielen Dank für die Beschreibung der Rechtsfrage. Das heißt, im Grunde genommen könnten wir eigentlich Silex fragen, hey, fasse mir die wesentlichen Eckpunkte für das Rechtsüberholen auf der Autobahn zusammen, ohne und mit Einspurstrecke. Und wir können als zusätzlichen Filter, sollten wir einen Kantonsfilter Ja, einfügen. ich denke, wir nehmen mal den Kanton Bern, da bin ich sehr verbunden natürlich, Mhm. obwohl das natürlich Bundesgesetzgebung gibt, aber die Rechtsprechung würde mich natürlich interessieren, wie auch die Berner Gerichte da sich verhalten haben. Perfekt. Super. Ich habe den Filter auf Bern gesetzt, weil grundsätzlich wird Silex immer auf Bundesebene antworten, sowohl für die Gesetzgebung als auch für die Rechtsprechung. Und wenn ich zusätzlich den Kantonsfilter eingebe, dann kommen natürlich Gesetzgebung und Rechtsprechung für den entsprechenden Kanton. In diesem Fall Bern. Und hier sage ich, das ist für dich halt auch für alle. Wir haben hier die Struktur, die wir angewählt haben, wie man hier unten sieht, ist die klassische Struktur. Das heißt, in dieser Struktur werden Sie wirklich sehen, wie wir eigentlich die Antwort strukturiert haben, um wirklich die juristische Denkstruktur zu replizieren. Das heißt, ich würde sagen, gehen wir einmal Schritt für Schritt durch und Michelle, falls ich zu schnell gehe oder falls du auf Ja, einen gewissen Teil zoomen willst, kannst du mir ich habe einfach. gerade eine eingehende Bemerkung, was mir natürlich sehr gut gefällt, und das ist immer wesentlich, auch wenn man mit Menschen interagiert, ist, dass man hier sieht, hat Silex die Frage richtig verstanden, und das ist natürlich eine gute Kontrolle, wo man dann effektiv selber sieht, ja, war meine Frage präzis genug und war sie intelligent genug als Mensch, dass man dann eine Antwort einem KI-Tool anvertraut, und das ist hier unter Verständnis des Falles, wo man einen Check machen kann. Ja, das ist eigentlich das, was ich wollte. Super. Das freut mich. Das ist genau die Idee dahinter. In einem ersten Schritt wird Silex sich versichern, dass es den Fall korrekt verstanden hat. Und falls nicht, kann man natürlich die Frage bearbeiten, weil das heißt dann wahrscheinlich, dass die Frage nicht präzise genug formuliert wurde. Aber in diesem Fall ist relativ gut. Dann gehen wir zum zweiten Schritt, nämlich im zweiten Schritt wird Silex die anwendbaren Normen zitieren. Zuerst auf Bundesrechtsebene. Also man sieht hier die maßgebenden Regeln des Straßenverkehrsgesetzes und der Verkehrsregelverordnung. Man sieht hier einige Grundsätze und diese Felder hier, diese violetten oder blauen Felder sind jeweils die Links zu den entsprechenden Seiten. Also hier zum Beispiel haben wir den FedLex-Link, also ich sehe hier eine Vorschau und wenn ich den genauen Artikel mir anschauen möchte, kann ich einfach, ganz einfach draufklicken und dann komme ich eigentlich im Grunde genommen direkt auf auf den entsprechenden Artikel, ohne dass ich scrollen muss. Genau, das finde ich auch das beeindruckt mich sehr, dass man dann nicht wie oft eben in den ganzen Gesetzen rum scrollen muss, bis man die Stelle hat, sondern dass dieser Service hier
gegeben ist. Das gefällt mir sehr. Genau. Das Ziel ist wirklich, dass die Antwort jederzeit fundiert ist, dass man der KI, sagen wir, nicht voll, aber grundsätzlich vertrauen kann, dass man grundsätzlich davon ausgehen kann, okay, es ist zitiert, ich weiß zumindest, woher die Information kommt. Das heißt, wir sehen hier Sonderregeln, Ausnahmen mit dem Kolonnenverkehr, Einspurstrecken. Dann kommen wir zur Bundesrechtsprechung. Hier sieht man hier Definition des Überholens, schwere Regelverletzung, die relevanten Bundesgerichtsentscheide. Hier haben wir eigentlich dann das, denke ich, was immer eben dort, wo die Diskussion ist, was ist jetzt eben dieses, ich habe ja in der Frage gesehen, gesagt, rechts überholen, das war natürlich irgendwo zu allgemein, aber es geht eigentlich um das, aber eben da kommt eben das bundesgerichtliche passive Rechtsvorbeifahren und dort liegt ja eigentlich der Kern des Problems, aber was ist das? Genau, oder? Ja, sehr gut. Und da eben auch unten gelb unterlegt, das kenne ich, SK, äh, das sind Berner Aktenzeichen der Entscheide, das ist der Strafkammerentscheid, der kommt jetzt hier, sehr gut, ja. Mhm, perfekt. Dann grundsätzlich noch zum Kantonalrecht. Das sagt auch hier, oder primär ist es einheitlich, so primär, genau. Genau, hier wird der Entscheid wieder erwähnt. Und grundsätzlich ist es natürlich auf Bundesebene geregelt. Und dann kommt die juristische Analyse. Also hier werden wirklich die einzelnen Quellen in einer Analyse eingepackt. Und hier wird unterschieden natürlich, wie in der Frage formuliert, zwischen ohne Einspurstrecke und mit Einspurstrecke. Wie gesagt, unter Zitierung der relevanten Artikel und Rechtsprechungen. Und dann, letzter Teil, die begründete Schlussfolgerung. Das heißt hier, grundsätzlich wird Silex die begründete Schlussfolgerung immer in zwei Teile unterteilen. Im einen Teil werden die soliden rechtlichen Stützpunkte erwähnt. Das heißt, dort ist sich die KI so sicher, wie sich eine KI sicher sein kann. Das heißt, das sind wirklich die Schlussfolgerungen, die eigentlich natürlich auf die man natürlich von den Quellen ja, ähm, zugreifen kann. Und im zweiten Teil werden die Unsicherheitszonen oder eben heikle Punkte zitiert, also wo ist sich die KI eben nicht sicher. Das die KI ist hier grundsätzlich bescheiden programmiert, also es sagt auch natürlich, wenn es etwas nicht weiß oder wenn etwas natürlich nicht eindeutig ist, wie zum Beispiel hier beim passiven Vorbeifahren im Kollenverkehr oder beim aktiven Überholen. Ja. Und Das natürlich ist, das ist an sich wirklich sehr gut. Da hat man eigentlich das Wesentliche zusammen. Aber das, was mich jetzt wirklich interessieren würde, Valentin, ob mir Silex einfach so eine tabellarische Zusammenstellung machen kann, so dass man das auf einen Blick sieht, wie sich das Ganze verhält. Ich weiß, das ist natürlich viel verlangt, aber wenn man vielleicht fragen könnte, kannst du mir eine äh, Tabelle davon machen? Etwas in dieser kannst Art. du, kannst du mir diese Informationen in einer Tabelle zusammenfassen. Hier, ganz wichtig, hier möchte ich die Antwortstruktur vorgeben mit einer Tabelle. Das heißt, hier werde ich nicht den klassischen Modus anwählen, sondern den freien Modus. Wie es der Name sagt, im freien Modus möchte ich frei entscheiden, wie die Tabelle, frei entscheiden, wie die Struktur aussieht. Soll es in Form eines E-Mail-Memos sein, eines Vertrags sein oder in Form einer Tabelle. Und und hier möchte ich auch ganz kurz auch auf die Grenzen der KI eingehen. Also ich weiß noch, ich hatte diese Frage auch vor einigen Tagen gestellt und dort kam die Tabelle automatisch, ohne dass ich nach der Tabelle verlangt habe. Natürlich hätte man auch in der Frage selbst schon sagen können, hey, erstelle mir am Schluss eine Tabelle. Dann wäre die Tabelle gekommen. Aber grundsätzlich kann es sein, dass wenn man es nicht fragt, die Tabelle kommt oder eben nicht. Das heißt, man muss hier wirklich explizit sein und man sieht hier, Michel, hier haben wir die Zusammenfassung rechts überholen auf der Autobahn.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, dass man das so hat und kombiniert mit der oben stehenden detaillierten Antwort kann man da wirklich gut weiterarbeiten. Selbstverständlich überprüfen, aber das ist wirklich eine sehr, sehr dichte Information. Perfekt. Okay, Mhm. gut. Ja, wollen wir Genau. weiterfahren? Ich bin natürlich jetzt etwas neugierig und möchte gerne den Hut etwas wechseln, und zwar so zu einer Okay. Fragestellung, die Anwaltschaft angeht, aber auch die Staatsanwaltschaft. Und da habe ich mir so eine Konstellation überlegt. Ich habe einen Klienten bei mir als Anwalt, der ist bei mir in einer ersten Sitzung und schildert sein Problem, Mhm. und ich erstelle von diesem Problem eine Aktennotiz mit den Fragen, die sich mir spontan stellen. Und es geht kurz darum, um einen kleinen Fall, und das geht um den Herrn Bernhard Meyer, der war ein ehemaliger CEO einer Firma Alpha AG, und Mhm. dem wurde gekündigt, und er steht vor einer Strafanzeige wegen Veruntreuung. Und das, was natürlich den Klienten bewegt, ist, ja, was tut jetzt diese Staatsanwaltschaft als erstes? Und für mich als Anwalt stellt sich die Frage, ja, was muss ich als Anwalt sofort tun? Sind da sogar Zwangsmaßnahmen wie eine Verhaftung möglich? Und wir bleiben im schönen Kanton Bern. Und ich habe dir die Okay. Aktennotiz zukommen lassen, Schick. und mal Ja, schauen, hier sehe was ich da. sie. Das wäre sie, genau. Okay, interessant. Genau, Geschäftsführer der Alpha AG wurde gekündigt und jetzt hat sie Strafanzeige eingereicht, wirft ihm Veruntreuen und Betrug vor und konstituiert sich als Privatklägerin. Okay, Genau, diese Alpha B natürlich, die ist geschädigt, das ist klar, und das ist klar, dass die sich als Privatklägerin konstituiert, richtig. okay. Dann machen wir das Folgende. Kann ich hier unten links auf das Pluszeichen klicken, um eine Datei hinzufügen. Und dann werde ich deine Aktennotiz hinzufügen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, und wenn die Frage ist, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich hier äh, bleiben wir hier im Kanton Bern. Mhm, Und genau. dann kann ich hier eigentlich sechs fragen, hey, ich lade dir eine Aktennotiz hoch. Bernhard Meyer, ehemaliger CEO der Alpha AG, steht vor einer Strafanzeige wegen Veruntreuung. Was tut die Staatsanwaltschaft als erstes? Was muss ich als Anwalt sofort tun? Kann Herrn Meyer verhaftet werden? Genau. Ja. Heißt, schauen wir mal. Basierend auf die Aktennotiz lässt sich die Situation wie folgt analysieren. Also wie gesagt, erste Schritte der Staatsanwaltschaft haben wir Prüfung des Tatverdachts, Eröffnung der Untersuchung, Nichtanhandnahme und Grundsatz in dubio pro reo. Und wie Ja. gesagt, wie immer Also um, das ist mhm, lehrbuchmäßig mit der dazugehörenden Rechtsprechung, so wie das aussieht. Genau. Ja. Und genau, hier ja. kommt jetzt genau das, wenn etwas unklar ist, stimmt richtig die Rolle der Polizei, dass man eben dass die Staatsanwaltschaft das der Polizei zurückgeben kann für ergänzende Ermittlungen. Das ist ja etwas, was häufig passiert, aber die KI erkennt das absolut richtig, ja. Super. Und dann haben wir die Sofortmaßnahmen des Anwalts, Vollmacht und Akteneinsicht, Sachverhaltserklärung mit Klient, Beweissicherung, Vorbereitung auf Einvernahme und Prüfung der Gegenanzeige. Genau. Und da kommt die ganze Haftthematik. Ja, genau. Mhm. Da sind ja, genau, das ist der dringende Tatverdacht als allgemeiner Haftgrund, die besonderen Haftgründe, die sind hier richtig Mhm. wiedergegeben, ja. Und dann natürlich auch die Zeitverhältnisse sollte die Staatsanwaltschaft äh, ja für eine Verhaftung für nötig halten, können wir hier lesen, genau. Mhm. Da wichtig, Interessant. haftträchtig das. Genau. Interessant. Dann haben wir das Fazit. Die Verhaftung ist nicht ausgeschlossen, insbesondere wenn genau Flucht- oder Kollisionsgefahr plausibel gemacht wird.
aber allein die Strafanzeige rechtfertigt noch keine Verhaftung. Richtig, genau, genau. Okay. Und dann sieht man hier auch Genau, nur es hat kurz. hier auch eine Einschätzung, dass das natürlich auf den Einzelfall darauf ankommt und in Wirtschaftsdelikten natürlich auch noch sehr differenziert angeschaut werden muss. Aber man sieht hier aus der Antwort, ja, das ist nicht apodiktisch formuliert, sondern das fordert effektiv Denkarbeit des Staatsanwaltes hier oder des Anwaltes hier weiterzudenken. Genau, ja, Mhm. wunderbar. Super. Gut, Dann also wird, jetzt bin ich nach wie mhm. vor der Anwalt in dieser ganzen Geschichte und ich möchte einmal diesem Herrn Meier, der natürlich juristischer Laie ist, dem möchte ich eigentlich meine erste Einschätzung mal zukommen lassen und möchte das gerne tun mit einem Memo an Herrn Meier mit so ersten Antworten, die ich ihm als Anwalt geben kann, damit er weiß effektiv, wie könnte die Situation aussehen und möchte Mhm. gerne mal, ob mir da Silex helfen kann, für ein solches knackiges, kurzes Memo zu erstellen. Okay. Darf ich mir sagen, erstellen mir ein kurzes Memo für Herrn Mayo mit den ersten Antworten, die ich ihm als Anwalt geben kann. Ja. Und hier behalten wir natürlich den freien Modus. Noch wichtig hier zu der vorigen Frage. Wir haben jetzt nur den Kanton als Filter angewählt für die Rechtsprechung und das Recht. Aber hier gibt es natürlich den Filter für zusätzliche Daten. Das heißt, in diesem Fall vielleicht weniger relevant, aber ich sage es vollständigkeitshalber. Man kann auch natürlich auch auswählen, dass Silex Publikationen der Verwaltung mit einbezieht. Das kann zum Beispiel die FINMA sein, Schweizer Webseiten, Rechtsprechung der Europäischen Menschenrechtskommission und die Lehre und juristische Kommentare. Spezifisch hier natürlich den Online-Kommentar und Auszüge aus den Zitaten der Bundesgerichtsentscheidung. Dies so als vollständige Information ist jetzt hier nicht besonders relevant, aber könnte für die nächsten Fragen natürlich relevant sein. Das also heißt, jetzt schauen wir hier. So, hier, Michel André, hast du das Memo? Genau, was geschieht weiter? Staatsanwaltschaft. Mhm. Ja, was die Verhandlungsoptionen hat. Genau, ob Mhm, jetzt mhm, das an die Polizei zurückgeht oder nicht, ist jetzt hier nicht, aber ich denke, das ist jetzt hier nicht so relevant. Aber ich denke, hier kommt effektiv die ersten sofortigen Maßnahmen als Anwalt. Genau. mhm, Das ist das Erste, was man tun muss. Und das weiß, glaube ich, jeder Anwalt. Man muss die Akten haben, damit man sieht, um was es genau geht. Und das kommt hier auch richtigerweise an erste Stelle. Und dann speziell die mhm. ganze Verhaftungsthematik. Und genau. Und hier effektiv, dass man Herrn Meier sagen kann, also jetzt als Antwort zu überprüfen, genau nach den Akten, es besteht ein gewisses Risiko, es ist eher gering bei dieser Konstellation, aber es ist nicht ausgeschlossen und eben der Verweis, was ich sehr gut finde, wieder nicht eine apodiktische Antwort, sondern hey, Akten anschauen, denken, den Fall durchdenken und das für sich dann die Schlussfolgerung ziehen und das hier als Hilfestellung, finde ich auch in der Formulierung sehr, sehr ausgewogen. Super. Perfekt. Das freut mich natürlich. Und natürlich kann man jetzt hier das E-Mail kopieren. Also man kann hier auf Kopieren klicken und dann kannst du natürlich deinen Entwurf erstellen. Du kannst du kannst die Antwort auch selbst als Word, also DocX oder PDF herunterladen. Also wie gesagt, man kann mit der Antwort grundsätzlich alles machen, was man will. Und es werden natürlich auch hier rechts gewisse logische Folgefragen äh, vorgeschlagen, die man stellen könnte, aber natürlich ist die Folgefrage grundsätzlich frei. Ähm, Bevor wir zum nächsten Fall gehen, Ja. wenn du willst, können wir eine interessante Frage stellen. Würde es dich interessieren, was die Gegenpartei dazu zu sagen hätten, welche Schwächen unserer Argumentation die Gegenpartei vielleicht ausnutzen würde? Ja, also das ist natürlich
Klar, das ist eine Frage, die einen bewegt in der Juristerei. Was denkt die Gegenseite? Das ist im Strafrecht so, das ist auch im Zivilrecht so. Und das finde ich natürlich höchst interessant, dass man hier den Devil's Advocate an sich irgendwo ja spielen kann. Und ja, dann frag doch mal, spiel den Gegenanwalt dieser Alpha AG, die ja geschädigt ist, die ja so wie es aussieht, Mhm. ziemlich heftig Grund hat, diesen Meier vor die Türe zu setzen und zwar freizustellen. Und wo sind die schwächsten Punkte in dem, was wir jetzt vorher eigentlich da kurz analysiert haben? Perfekt. Dann habe ich dich so eingegeben. Spiel den Gegenanwalt. Was sind unsere drei schwächsten Punkte in unserer Verteidigungsstrategie? Ich hoffe, es hält nicht noch mehr. Hoffentlich nicht, ja. Eben wie, schauen wir mal, was Silex sagt. Mhm. Aber genau, es ist immer eine interessante Frage zu stellen. Also ich weiß von vielen Nutzern, dass sie diese Frage immer wieder auch stellen oder teilweise auch die Klageschrift der Gegenpartei reinkopieren und genau Ja. diese Frage stellen mit dem Advocatus Diaboli. Oh, und jetzt spricht mich das Programm als sehr geehrte Kollegin und sehr geehrter Kollege an. Das ist freundlich. Mhm. Ja, es stimmt. Und dann sagen sie, okay, ich habe die bisherige Argumentation zur Kenntnis genommen. Ähm, also erkenne ich ihre Verteidigungsstrategie, die wir konsequent ausnutzen werden. Ja, wie gesagt, es ist halt, wie die KI dies formulieren würde. Aber die Schwachpunkte sind grundsätzlich, es ist okay, Berufung auf unklare und interne Regelungen und gelebte Praxis. Okay, okay. Genau, da sieht man jetzt effektiv, man will von der Gegenpartei sehr genau hinschauen, wie sich dieser Herr Mayer als CEO in dieser Firma bewegt hat, ob er im Rahmen seiner Befugnisse gehandelt hat oder was da effektiv zu beanstanden wäre und was es dann effektiv für Belege gibt, wie die Abläufe sind, wie diese Firma organisiert waren und wie inwieweit das Mayer als CEO eben mitzutragen hatte und auch durchzusetzen hatte. Okay, Mhm. Genau, und dann haben wir unsere notwendige, aber schwierige Verteidigung. Okay, wir müssen Beweise genau für diese gelebte Praxis finden. genau. Mhm. Ja, Glaubwürdige Zeugen aufbieten und natürlich Plausibilität der Ausgaben. sehr gut, Schwachpunkt ja. 2, ja, fehlende Dokumentation und Verlust des Zugriffs. Das ist der zweite Schwachpunkt. Ja, Okay, genau, die Sorgfaltspflichten des Geschäftsführers, ja. Und unsere Verteidigung, spezifische Beweisanträge stellen, Mhm. Ja, Sekundärbeweis nutzen und Verfahren rechtssicher rügen. Okay. genau. Und dann als nächster Schwachpunkt diese Vermischung von privaten Geschäftsinteressen, weil das ist ja oft eigentlich der Ausgangspunkt für solche Delikte. Äh, und denke, ja, genau. Mhm. Genau, hier kommt genau diese ganzen Missbrauchskonstellationen, wo liegt die Trennungslinie und wo war eben Meyer darüber. Genau, genau, was diente diesem Geschäftszweck und eben nicht. Richtig, ja. Mhm. Perfekt. Gut. Okay, super. Ich würde sagen, wir haben noch Zeit für wir können uns noch, ja, 4, 5 Minuten nehmen für eine letzte Antwort. Das Genau. sollte eigentlich Genau, reichen. Hast du noch genau. einen letzten Fall? Also ich möchte einfach so diese Strafrechtsschiene mal kurz verlassen, weil ich denke, das ist auch interessant und ich denke, alle, die da zuhören, kennen so den Begriff Stockwerkeigentum und das ist so ein Thema, wo man sagt, ja, ja, da gibt es ganz viele Probleme und ich habe mir da so eine Konstellation überlegt, die nicht ganz einfach ist und wo verschiedene Dinge mit hineinspielen. Im Stockwerkeigentum gelten ja spezifische Regeln mit Reglementen, was darf man nicht. Und jetzt haben wir die Situation, dass man einen Klienten hat und der fragt, ich bin Stockwerkeigentümer in meiner Stockwerkeigentümergemeinschaft und habe gleichzeitig eine Firma, die ich betreibe, wo ich Geschäftsführer Mhm. bin, nehmen wir an eine GmbH und ich möchte
in der gleichen Stockwerkeigentümer Einheit einen Büroraum kaufen und den nachher Mhm. meiner eigenen Firma vermieten zu bestimmten Konditionen. Meine Frage an Silex wäre, ja, ist das möglich und mach mir doch, wenn das möglich ist, einen Mietvertrag für dieses Mhm. Rechtsverhältnis, wo ich ja eigentlich mit mir selber einen Vertrag abschließe. Ich bin Steuereigentümer, Privater, aber Ja, habe dann auch noch dann diese Firma, die ich in meiner eigenen zweiten Stockwerkeigentümer-Einheit einrichten möchte. super. Dann machen wir das so. Dann fragen wir doch Silex zuerst, ob dies überhaupt zulässig ist und zweitens, ob er dann den Mietvertrag erstellen kann. Da wir uns natürlich immer noch in Bern befinden, kann ich den Kantonsfilter auf Bern belassen. Freien Modus auch. Und dann kann ich eigentlich mit diesen Informationen Silex Genau, fragen, das sind hey, die Infos, was das kosten soll, etc. und wo das liegt, also Angaben, die es für einen Mietvertrag eben braucht. mhm, genau. Okay, dann schauen wir mal. Normalerweise müsste die Antwort dann in zwei Teile strukturiert sein. Zuerst, ob dies zulässig ist und dann gehen wir zum Mietvertrag. Das heißt hier, Genau. das sagt ja, okay, das ist grundsätzlich zulässig. Aber Mhm. wichtige Aspekte sind die folgende. Gesellschaftsrechtliche Zulässigkeit, okay, selbst kontrahieren. Genau, ein In-sich-Geschäft, genau, richtig. Ja, Mhm, und da kommen eben genau diese Probleme, wie eben, dass mhm, man marktkonform sein muss, ein Drittvergleich ist der richtig, ja. Und eben, mhm, ja, man hat eine Firma, oder? Einerseits, das ist der erste Teil, diese ganze Frage der Gewinnausschüttung, das ist richtig. Und die Einkommensvermögenssteuer bei mir selbst, weil ich ja effektiv meine Firma vermiete und Einkommen generiere, das ist korrekt. Und dann mhm, die Überleitung ins Mietrecht, Obligationenrecht, das ist normal, das ist so, absolut klar. Genau. mhm. Ja, Okay, richtig. super. Dann kommen wir Super, zum, dann darf ich dem Klienten sagen, ja, das dürfen Sie und hier hat man ja, den Draft für diesen Vertrag, genau. genau, schauen wir mal. Genau, Ja, ist sehr grundsätzlich, genau. genau, genau, perfekt. Also meine Analyse hier ist, also für so ein Rechtsverhältnis, denke ich, ist das wirklich eine kurze, knappe Form, was es braucht. Mhm, Berücksichtigt diese Elemente, die wir oben gesagt haben und bin auch der Meinung, also da bräuchte man wohl nicht einen Standardvertrag, die eben vom Hauseigentümerverband oder sonst welchen Vereinigungen rausgegeben wird. Das kann man natürlich, aber ich denke, für dieses Rechtsverhältnis ist das absolut ausreichend, weil diese Standardverträge haben natürlich noch zig Bestimmungen drin, die hier eigentlich nicht relevant sind. Aber so kann man an sich auch belegen gegenüber den Steuerbehörden, voilà, das ist ein Mietverhältnis und das ist mit diesen Angaben, die da sind und was der Preis angeht, absolut ausreichend. Gut, mhm. besten Dank, Valentin, Gut, für diese Hilfestellung. sehr gerne. Vielen Dank, Michel André, für deine Zeit. Ich hoffe, wir haben dir gut Zeit erspart für deine Klienten, für deine Mandanten. Das ist immer schön. Das war sehr schön. Interessante Praxis-Session mit dir. Jetzt kurz ins Publikum noch zum Programm. Wir sind praktisch am Ende. Aber dies war jetzt die Live-Demo. Die Live-Demo mit Silex. Also wie gesagt, falls Sie Fragen haben, können Sie gerne im Chat auch fragen. Aber das Ziel war wirklich, dass Sie nicht von einem Verkaufsleiter oder von einer Person von Silex eine Demo erhalten, sondern wirklich von, von einem Rechtsexperten, der Silex auch regelmäßig nutzt, wirklich damit Sie einen Einblick darauf haben, wie wird Silex in der Rechtspraxis von einem Rechtsexperten benutzt. Und ganz kurz, bevor wir zur Fragerunde gehen, kurzer Ausblick. Wie sieht es momentan aus mit unseren Funktionen? Also wir haben, wie gesagt, das Silo, das heißt die Datenverbindung mit den internen Daten. Dies kommt nächsten Monat für sicher den Beta-Testing heraus. Zusätzlich haben wir die Diktierfunktion.
Also vielleicht haben Sie es gesehen, aber es gibt bei Silex ich kann es ich kann es kurz zeigen, aber es gibt hier unten eine Sprachtaste, also falls Sie lieber sprechen als tippen, können Sie auch können Sie auch hier Ihre Frage diktieren. Und wie gesagt, das funktioniert. CX ist in allen drei Landessprachen und Englisch verfügbar. Also Sie können wirklich in einer dieser vier Sprachen Ihre Frage diktieren. Was wir jetzt danach herausbringen möchten, ist das Folgende. Wir möchten im Laufe dieses Semesters einen Premium-Modus herausbringen, das wirklich eine volle Fallbearbeitung macht. Also wirklich von der Erfassung eines Falles bis zu einer kompletten rechtlichen Lösung. Das heißt, dass Silex wirklich im Hintergrund mehrere Unterfragen stellt und es wirklich zu einer Fallbearbeitung kommt. Und natürlich möchten wir die Anfragen optimieren. Das heißt, dass ohne dass sie ein Prompt-Experte sind, dass eigentlich Silex versteht, was sie wirklich meinten mit ihrer Frage. Das ist so mehr oder weniger für dieses Semester geplant. Und später, hoffentlich, das ist wirklich auch Plan, aber auch Hoffnung. Wir sind immer noch in Diskussion, aber das Ziel wäre natürlich, dass wir auch exklusive Lehre als Teil unserer Datenbank haben. Weil momentan, wie gesagt, haben wir als Lehrer den Online-Kommentar und Auszüge, Zitate aus dem Bundesgerichtsentscheide. Das Ziel wäre natürlich, dass wir auch sagen wir, exklusivere Werke dabei haben und natürlich auch KI-Agenten, die gewisse repetitive Aufgaben automatisieren werden. Wenn Sie anderen Newsletter abonniert sind, dann werden Sie bald erfahren, worum es dann in diesen Agenten geht und wann sie verfügbar sind. Zuerst für das Beta-Testing und dann für das gesamte Testen. Aber so viel zu dem. Das heißt, wir sind am Ende und ich möchte mich zuerst herzlich bedanken bei Michel André Fels für den Einsatz, dass er uns einen Einblick geliefert hat auf wie er Silex als Rechtsexpert eigentlich täglich benutzt. Und Sie erhalten hier noch natürlich ein QR-Code, der Sie zu einer Seite bringt, falls dies noch nicht der Fall ist, wo Sie sich ein kostenloses Konto kreieren können. Sie müssen wirklich nur E-Mail und Passwort eingeben, also keine Kartendetails, nichts. Und dann können Sie Silex gratis für 7 Tage testen. Jetzt angenommen, aus irgendeinem Grund haben Sie noch eine Frage oder müssen eventuell die Versuchsperiode verlängern, gerade weil Sie zum Beispiel eine Großkanzlei sind, dann können Sie mit mir gerne direkt schreiben, um den Versuch zu verlängern. Also Sie haben hier unten natürlich meine E-Mail-Adresse, wo Sie mir Fragen stellen können, falls Sie das jetzt an ein Abo, an das Testen oder falls Sie gewisse spezifische Fragen haben oder auch eine Demo für Sie und Ihr Team haben möchten, die wirklich speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Das heißt, aus diesem Grund haben Sie meine E-Mail-Adresse und ich lasse Ihnen auch die E-Mail-Adresse von Michel André Fels, falls Sie von Rechtsexpert zu Rechtsexpert ihm Fragen stellen möchten, die wirklich speziell zu einem Gebiet sind, können Sie ihn natürlich auch jederzeit kontaktieren. Aber sonst würde ich sagen, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit des Publikums und nochmals, Michel, vielen Dank auch für deinen Einsatz. Gerne geschehen. Okay, super, helvetische Pünktlichkeit, 45 Minuten sind eigentlich praktisch am Ende. Das heißt, ich werde jetzt zur Fragerunde gehen. A priori dauert dies ja rund um 15 Minuten. Falls es länger dauert, ja, dann dauert dies halt länger. Aber ich werde mir jetzt Zeit nehmen, um die Fragen ein bisschen anzuschauen. Das heißt, wir haben eine Frage, genau, zum Berufsgeheimnis. Ja, also das Berufsgeheimnis, wie gesagt, wie kann das Berufsgeheimnis sichergestellt werden? Einerseits durch lokale Speicherung der Daten. Das heißt, wir haben nicht Zugang zu ihren Daten. Das heißt auch, es gibt entsprechend auch, genau, Abkommen mit den Modellanbietern. Also die Modellanbieter, die haben natürlich, oder die Subcontractors, die haben auch keinen Zugriff auf diese Daten. Und wie kann das Modell die Chats, die lokal gespeichert sind,
verarbeiten. Das Modell ist ja nicht auf dem Gerät gespeichert. Die Daten müssen aber trotzdem an das Modell gesendet werden. Ganz korrekt. Genau. Sobald Sie eine Frage stellen, dann wird die Frage verschlüsselt. Dann geht die Frage zu unseren Servers in Zürich. Also alle unsere Servers befinden sich 100% in der Schweiz. Dort wird die Frage dann bearbeitet, die Antwort formuliert und dann wird sie an Ihrem Gerät zurückgeschickt und von den Servers gelöscht. Also es findet ein reiner Transport statt, aber keine Datenspeicherung statt. Und so und so funktioniert halt die Verarbeitung. Das heißt, das Modell ist nicht auf Ihrem Gerät gespeichert, sondern auf den Servers. Aber für den Datentransport, genau, wird die Daten werden die Daten transportiert und dann wieder an Sie zurückgeschickt. So, das ist ein bisschen grob gesagt die Funktionsweise. Dann haben wir die nächste Frage. Arbeitet ihr an bestimmten Use Cases, bekannten Problematiken, die unser Schweizer Recht vor großen Herausforderungen stellen in Form von Projekten? Kann man natürlich zusammenarbeiten? Natürlich. Immer. Also wir sind immer grundsätzlich immer offen, falls Sie spezielle Use Cases haben oder genau spezielle Projekte. Also wir haben in der Tat mehrere solche Projekte am Gang, wenn Sie dies meinen. Es sind mehrere, sagen wir, Behörden, Kantonsbehörden oder andere Behörden, die mit einem Set an Use Cases zu uns kommen und wirklich mit uns diese Use Cases anschauen möchten und wirklich für diese Use Cases spezifisch sagen wir der Teil des Silex-Entwicklung sein wollen und oder auch spezifische Demos wünschen oder je nachdem, wenn es große Behörden sind, auch spezifische Funktionen wünschen. Ja, das machen wir. Das heißt, wenn Sie eine ja, spezifische Anfrage dazu haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schicken mit dieser Anfrage und dann können wir schauen, ob und wie wir zusammenarbeiten können. Dann nächste Frage. Äh, Ist eine Zusammenarbeit mit einschlägigen Verlagen geplant? Genau, ja, diese Frage wurde 22 Minuten nach dem Start gestellt. Habe ich jetzt am Schluss beantwortet. Ja, wir sind mit verschiedenen Verlagen in Kontakt, um Zugang auf diese exklusiven Werke zu haben und ist immer hoffentlich, man weiß ja nie, was natürlich daraus kommen wird. Aber genau, das Ziel ist natürlich, dass wir diese Literatur, diesen exklusiven Teil der Literatur, der urheberrechtlich geschützt ist, dass wir diesen auch in Silex einbinden können. Ja. Dann, ihr seid auf dem Modus schnell geblieben, bringt dies Risiken betreffend der Genauigkeit. Ähm, Es kommt drauf an. Ähm, Grundsätzlich, grundsätzlich ja. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Sie den intelligenten Modus anwählen, so, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber unten stand immer schnell. Und wenn man auf schnell klickt, dann geht es auf intelligent rüber. Und es ist schon so, wenn Sie die Frage im intelligenten Modus stellen, dann ist die Frage, ist die Frage genauer. Dann ist die Antwort genauer. Hm, Die, die Konklusion, also Sie können es dann natürlich selbst, ich würde es am besten testen Sie es selbst mit der gleichen Frage, jeweils in den beiden Modis. Aber grundsätzlich ist die Konklusion nicht anders. Also die Konklusion ändert sich nicht. Es gibt einfach, es kann einfach sein, dass Silex im intelligenten Modus gewisse Nuancen zusätzlich einbezieht oder auch, dass da der intelligente Modus statt 5 bis 10 Sekunden braucht wie im Schnellmodus, eher 2 bis 4 Minuten braucht, um Ihre Frage zu beantworten, wird Silex auch breiter suchen. Das heißt, wenn es eine bestimmte versteckte Webseite oder eine Rechtsprechung von Appenzell-Innerrhoden gibt, die ausschlaggebend wäre, kann es sein, dass Silex sie eher findet im intelligenten Modus als im Schnellmodus, da im intelligenten Modus Silex sich natürlich mehr Zeit nimmt, um wirklich unsere ganze Datenbank durchzusuchen. Nächste Frage zu den Silos. Gibt es zu den Silos Grenzen betreffend Dateigrößen und Anzahl Zeichen für die verwendeten Daten? Nein. Also grundsätzlich nicht. Und Silos sind eine maßgeschneiderte Lösung. Aus diesem Grund, also es ist verglichen mit dem Standard-Abo können Sie kein Silo-Abo nehmen, sondern dort sind wir dann speziell in Kontakt und dort schauen wir zusammen, okay, wie viele Daten haben Sie, was ist Ihre Dateigröße, was für Arten von Daten sind dies,
Sind diese PDFs, Audiofiles, Videos, sind diese PDF lesbar oder nicht? So brauchen wir OCR oder nicht? Und basierend auf das erstellen wir eine, eine maßgeschneiderte Lösung. Dann ist auch noch natürlich relevant, benutzen Sie SharePoint, M-Files, K-Drive, Google Drive, was auch immer. Aber das heißt ja, grundsätzlich können wir hier maßgeschneiderte Lösungen zusammen ausbauen, die nicht limitiert sind. Genau. Welche Publikationen sind konkret unter Lehre und juristische Kommentare? Ja, sehr gute Frage. Wie gesagt, onlinekommentar.ch sind die öffentlich zugänglichen Kommentare und Auszüge der Zitate der Bundesgerichtsentscheide. Das ist beim Bundesgerichtsentscheid gibt es immer eine gewisse Zitate aus der Lehre, eben aus dem Basel-Kommentar zum Beispiel. Und diese sind natürlich öffentlich, ohne dass wir das ganze Werk brauchen, sondern nur, aber dieser Teil, ein Teil dieses Werks ist natürlich somit öffentlich und diese Informationen haben wir in in das System reingezogen. Das heißt, am besten würde ich sagen, testen Sie das Tool, stellen Sie eine Rechtsfrage, bei der die Lehre wirklich relevant ist. Klicken Sie auf den Lehre-Filter, damit Sie wirklich sehen, okay, genau, welche Artikel, welche Auszüge der Lehre findet Silex zu ihrer spezifischen Rechtsfrage. Dann, betreffend SVG-Tabelle planen Sie eine Möglichkeit, auch Excel, Excel-Dateien herunterzuladen. Ähm, damit falls ich verstehe die Frage auf zwei Arten, falls Sie damit meinen Excel-Dateien hochladen im System, ähm, eventuell. Noch nicht sicher. Und dann kann man hauptsächlich genau Word oder PDF heraufladen. Aber falls Sie damit meinen Excel-Dateien generieren, ähm, ja, dies wäre, oder wie soll ich sagen, das Ziel, genau, das Ziel ist, dass dass mit diesen Tabellen, dass Sie dann, sobald das Tool optimiert genug ist, dass Sie es auch wirklich in Form einer Excel-Tabelle herunterladen können. Dies ist noch im Gang, ist jetzt nicht eine Priorität momentan, aber ist definitiv etwas, das wir wahrscheinlich auch als Teil der Optimierung und der Agenten herausbringen möchten, dass es ihnen wirklich auch downloadbare Files erstellt, eben sei es PDF oder Excel. Genau, das ist noch das Ziel, aber dazu müssen wir die Roadmap noch genau definieren. Es kommt darauf an, wie weit wir kommen mit den bestehenden Funktionen, die in Entwicklung sind. Dann nächste Frage. Wenn ich die Rechtsfrage zum Rechtsüberholen parallel eins zu eins prompte, erhalte ich nicht dieselbe Antwortstruktur. Worauf könnte das gründen? Okay, so hier sind wir genau wie sagt man, sind wir an ein bisschen den Grenzen der KI. Also erstens ist es wichtig, dass Sie schauen, okay, welcher Strukturmodus haben Sie angewählt? Haben Sie den klassischen oder den freien Modus angewählt? Beim klassischen Modus ist die Struktur wirklich immer die gleiche. Das kann ich Ihnen garantieren. Ist die Struktur immer die gleiche. Beim freien Modus ist es, wie gesagt, frei. Also hier kommt es wirklich darauf an, ähm, wie genau Sie die Struktur definieren, der Antwort, die Sie haben möchten. Und je nachdem, wie Sie es formulieren, kann es sein, dass dass Silex hier ein bisschen die Struktur frei erfindet oder gewisse Details frei ergänzt. Aber aber wie ich auch in der Demo gesagt habe, als ich äh, diese gleiche Frage gestern gestellt habe, als Test. Habe ich nicht explizit nach einer Tabelle gefragt. Es hat mir aber trotzdem am Schluss eine Tabelle gegeben, was natürlich schön ist. Aber es kann sein, auch, dass es die Tabelle nicht gibt, weil ich hatte nicht explizit nach der Tabelle gefragt. Das heißt, je nachdem wir Silex interpretieren, okay, hier gebe ich dir eine Tabelle, hier nicht. Also das ist ein bisschen ähm, das Merkmal der KI. Die Antwort grundsätzlich muss natürlich inhaltlich die gleiche sein. Aber es kann natürlich immer sein, dass die Struktur, die Formulierung ein bisschen anders ist, auch wenn Sie die gleiche Frage zweimal gestellt haben. Es ist ein bisschen wie wenn Sie einem Experten zweimal also jeweils zwei Experten die gleiche Frage stellen. Im Grunde genommen sollte die Antwort gleich sein, aber wie gesagt, die Struktur oder vielleicht die Anknüpfungspunkte können leicht variieren. Müsste beim STW-Beispiel nicht der Hinweis kommen, dass im
StW-Reglement die gewerbliche Nutzung ausgeschlossen sein könnte. Das ist eine interessante Frage. Vielleicht hast du, Michel, auch noch Ja. etwas, Ja, ja, ich habe das, und was du, ja, mhm. gerne. Ich habe das ja gesagt, dass diese Reglemente absolut richtig sind, also wichtig sind. Und wenn natürlich in dieser Anfrage hineingeschrieben wird, dass das Reglement das bejaht und ein ruhiges Gewerbe erlaubt ist, dann wird die Antwort so ausfallen, dass man das machen kann. Und wenn man das explizit eben dort ausgeschlossen findet, dann kommt die Antwort anders raus. Ich habe das auch selbst durchgetestet. Das ist so. Man kann sogar das ganze Reglement raufladen. Und dann geht eigentlich Silex über dieses Dokument und analysiert die Antwort auch basierend auf dem ganzen Reglement. Aber das ist absolut richtig, diese Bemerkung, und auch eine Voraussetzung, dass man das überhaupt tun kann in einer Stockwerkeigentümergemeinschaft. Super. Vielen Dank, Michel, für die Antwort. Dann haben wir, was ist grundsätzlich der Unterschied zwischen schnell versus intelligent und klassisch versus frei? Also, wie gesagt, schnell gibt Ihnen die Antwort innerhalb 5 bis 10 Sekunden, mehr oder weniger. Intelligent 2 bis 4 Minuten und wird granularer sein. Also, Physics wird sich mehr Zeit nehmen im intelligenten Modus, um unsere Datenbank zu durchsuchen. Das heißt, es kann sein, dass es gewisse Daten oder Anknüpfungspunkte findet, die es unter dem Schnellmodus nicht gefunden hätte. Wir haben dies grundsätzlich eingeführt, weil ja, die Leute sind ungeduldig. 2 bis 4 Minuten scheint eine Ewigkeit zu sein. Aus dem Grund haben wir jetzt diese beiden Modi, und klassisch versus frei ist, wie gesagt, klassisch. Klassisch verfolgt die klassische Denkstruktur, die wir hereinprogrammiert haben, also wirklich mit Verständnis des Falls, anwendbare Normen, Bund, Kanton, juristische Analyse und Schlussfolgerung. Das sind eigentlich die 4 Teile des klassischen Modus. So wird der Fall bearbeitet. Und beim Freimodus können Sie die Struktur frei wählen. Also das ist typischerweise der Modus, der verwendet wird, um Dokumente zu analysieren, um Memos zu schreiben, um ja ein bisschen lustige Fragen zu stellen, wie ja, spiel den Devil's Advocate. Wie würdest du diesen Fall angreifen? Und hier würde die klassische Struktur weniger Sinn machen. Sie können auch, wie gesagt, in der freien Struktur frei entscheiden, wie die Antwort strukturiert sein sollte. Sie können sagen, antworte mir in einem Satz oder antworte mir in 500 Wörter, erstelle mir eine Tabelle, erstelle mir eine Analyse mit dieser Struktur. Sie können hier wirklich die Struktur vorgeben. Das ist ein bisschen das Ziel, der Gedanke hinter dem freien Modus. Dann, welche Preismodelle gibt es? Abgedeckte Version für einzelne Unternehmen? Ja, Preismodell. Ja, das ist ganz wichtige Frage. Es gibt grundsätzlich ein Monats- und ein Jahresabo. Das Monatsabo ist für 120 Franken im Monat verfügbar und das Jahresabo für 100 Franken im Monat verfügbar. Über das Jahr natürlich. Ganz wichtig, es ist ein User-Based Pricing. Das heißt, das Abo läuft pro Lizenz. Das heißt, Sie können grundsätzlich so viele Fragen oder Anfragen stellen wie möglich. Also sie wird nicht pro Frage, irgendwie nicht pro Frage eine Rechnung gestellt, sondern es gibt ein fixer Preis und dann können Sie a priori beliebig viele Fragen stellen. Und jetzt typischerweise, wenn wir größere Kanzleien oder größere Unternehmen haben, wenn wir Teams sagen wir von 3 oder mehr Personen, dann bieten wir natürlich Sonderkonditionen an. Also dort ist es natürlich, dort bieten wir natürlich genau. Dort ist natürlich möglich, dass dann die einzelne Lizenz günstiger ist, weil sie natürlich für eine größere Gruppe nehmen, und je größer die Gruppe, desto billiger die einzelne Lizenz. Und je nach Unternehmen machen wir genau äh, Gesamtteam-Offerten. Also es kommt wirklich auf Sie, auf Ihr Team, auf Ihre Bedürfnisse drauf an. Aber auch hier können Sie mir gerne ein bisschen Details schicken, wie viele Nutzer wären es potenziell zum Beispiel. Und dann kann ich Ihnen gerne eine spezifische Offerte schicken. Dann nächste Frage. Kann das Tool auch mit privaten Regelwerken wie Statuten, Reglemente arbeiten unter Ausschluss von bundes- und kantonalrechtlichen Bestimmungen? Ich werde zuerst antworten, dann vielleicht, Michel, hast du auch eine Antwort dazu. Vielleicht hast du es ja selbst getestet. Aber, aber grundsätzlich ja. Also wenn Sie die Tools
wenn Sie die Tools, also wie soll ich sagen, wenn Sie diese Reglemente aufladen, hochladen, dann natürlich funktioniert es. Wenn diese Regelungen auch öffentlich sind, also im Internet verfügbar, ja, dann wird es grundsätzlich finden, müssen Sie einfach den Webfilter anklicken. Aber wenn diese genau, 100% privat sind, also wirklich nicht im Internet verfügbar, dann, dann müssten Sie diese eigentlich aufladen. Ich weiß nicht, Michel, hast du dies getestet? Falls nicht, alles gut, aber es nimmt mich nur auch ein Wunder. Ich habe das getestet und habe jetzt weiß ich nicht, ob man mich hört, jetzt hört man mich. Ich Ja, habe das getestet tatsächlich und solche Dinge raufgeladen und das funktioniert wirklich einwandfrei. Da ist gar kein Problem. Es muss einfach ein lesbares Dokument sein. Das ist wesentlich. Also ein PDF, das aus Print to PDF kommt und eine Fotografie ist, das geht nicht. Es muss ein echtes lesbares Dokument sein. ja, freue ich mich. Gut, okay, interessant. Ist auch immer interessant für mich, ja, zu wissen, okay, wie benutzen die Leute Silex? Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Michel, dafür. Dann Frage, auf welchem LLM basiert Silex? Silex ist grundsätzlich LLM-agnostik. Das heißt, wir haben keine Präferenz ja, für das aktuelle LLM. Wir schauen wirklich regelmäßig, also sicher alle Wochen, wenn nicht alle Monate, schauen wir, okay, welche LLMs sind welche auf dem Markt. Es kommen nie so viele LLMs immer wieder raus. Und, und wir testen es und je nachdem, welches LLM am besten für Silex zugeschnitten ist, dann benutzen wir dies. Also wir haben grundsätzlich keine Präferenz für das LLM. Das Grundlegende, aber wenn Ihre Frage ist, welches LLM benutzen wir jetzt, heute, in dieser Sekunde, momentan sind wir bei DeepSeek. Dann ist längerfristig auch ein Modus geplant, der Gerichtsverfahren involvierte Privatpersonen unterstützt wird, die Interaktion mit dem Rechtsvertreten optimal effizient zu gestalten, den Anwalt auf möglicherweise hilfreiches Beweismaterial, weitere zu unternehmende Schritte etc. aufmerksam zu machen. Ja, also ja, es kommt drauf an. Typische Anwaltantwort auch. Kommt drauf an. Wie, Linux ist grundsätzlich für Rechtsexperten gedacht. Das heißt, das Ziel ist nicht, dass wir a priori auf private Leute zugehen, damit diese privaten Silex benutzen, statt mit einem Anwalt interagieren. Das ist natürlich nicht das Ziel. Wir sind hauptsächlich für Rechtsprofis da. Aber genau das ist das Ziel des Agenten, den ich erwähnt habe. Also wir werden dieses Jahr Agenten herausbringen, die genau, die genau also die Anwälte in dieser Form unterstützen mit einer vollständigen Falluntersuchung, Falllösung, Beweismaterial gestalten. Also genau, das Ziel ist wirklich, dass sie sozusagen grob gesagt mit einem Klick einen Fall komplett lösen können und komplett ihre Dokumente heraufladen oder generieren können. Also ja, wenn wir da davon reden, ja, ist dies der Plan. Falls Sie natürlich einen speziellen Fall im Kopf haben, können Sie mir auch gerne schreiben, damit ich ja auch spezifisch darauf antworten kann. Dann, wann wird die App aktiviert? Also die App aktiviert, wie gesagt, Sie können den QR-Code benutzen oder auf unserer Webseite. Die Webseite ist ganz einfach, ist stilex.legal. Können Sie gehen und dort finden Sie, finden Sie einen Direktlink, um Silex zu testen. Das ist jener, der hier erwähnt ist, app.silex.legal/signup. Und hier wirklich die Aktivierung dauert 2 Minuten. Also Sie geben Name, E-Mail, Passwort, eventuell Firma, wenn Sie wollen. Und das ist es. Also keine Kreditkarte. Also das Ziel ist nicht, dass wir Geld machen, indem Sie vergessen, ein Abo zu kündigen oder so, sondern wirklich, dass Sie das Tool zuerst testen können. Und, und dann können Sie das Tool grundsätzlich für 7 Tage testen. Also Aktivierung dauert hier wirklich 2 Minuten. Und dann, wie sieht es pro Lizenz aus? Okay, diese Frage habe ich beantwortet. Das ist pro Person beziehungsweise pro Institution. Ja, nicht pro Nutzung, sondern pro Anzahl Nutzer oder pro Institution, je nachdem, wie viele Leute in der Teil der Institution sind. Dann machen wir eine maßgeschneiderte Offerte. Und wenn es wirklich, sagen wir, eine Riesenofferte ist, wie
ja, keine Ahnung, nehmen wir an, sie wollen mehr als 50 Lizenzen. Wir haben auch, also, wir haben nachher Offerten für 100, 200 Lizenzen gefallen. Das ist wirklich relativ hohe Nummern hier. Dann machen wir natürlich ein reines Enterprise-based Model. Also hier sind wir dann nicht mehr auf einer Pro-Lizenz-Basis. Das ist dann wirklich eine Offerte, die pro Institution gilt. Dann, wenn ich mein PC, da, 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 wenn ich an meinem PC an Silex an Fragen arbeite, werden diese Gespräche nicht angezeigt, wenn ich auf dem iPhone auf Silex arbeite. Warum? Sehr gut, das freut mich. Das ist der Beweis für die lokale Speicherung. Also genau, Sie haben genau damit bewiesen, dass wir wirklich das Berufsgeheimnis wahren hier. Das heißt, Sie haben vollkommen recht, dass wenn Sie sich auf einem anderen Gerät einloggen, sei es einen anderen PC oder Ihr iPhone, was auch immer, dann sehen Sie die Chatdaten nicht, also die Chathistorie nicht. Das Abo ist aktiv, Sie können normal Fragen stellen, aber Sie sehen die Daten nicht. Genau aus diesem Grund, weil wenn Sie die Daten sehen würden, würde dies bedeuten, dass wir Ihre Chatdaten irgendwo in einer Cloud speichern, was natürlich nicht der Fall ist. Das heißt, und das ist auch wirklich ganz wichtig zu wissen, also wirklich vielen Dank für die Frage. Das heißt, wenn Sie auch den Browser wechseln oder wenn Sie Ihre Cookies cache, was auch immer, wenn Sie alles löschen, dann leider ist die Suchhistorie auch gelöscht. Aber was Sie machen können, und das machen wir, und ich weiß von Nutzerinterviews, dass das einige machen, unter der Antwort jeweils können Sie auf Teilen klicken. Also wenn Sie, wenn Sie hier gehen, können Sie hier auf Antwort teilen gehen und dann können Sie einen Link generieren. Also Sie können natürlich hier entscheiden, okay, wie lange soll der Link aktiv sein? Wenn ich jetzt mache nie, kann ich den Freigabelink generieren. Und mit diesem Link, mit diesem Link kann ich eigentlich jederzeit auf diese Frage zugreifen, sofern diese Frage natürlich auf meinem Gerät immer noch gespeichert ist. Das heißt, Sie können Kollegen diesen Link schicken oder Sie können auch sich selbst diesen Link schicken. Also Sie können sich ein Dokument erstellen, wo Sie zum Beispiel mit dem Arbeits-PC, ja, eine Liste von Links haben und wenn Sie diese Konversation auf Ihrem privaten PC fortführen möchten, können Sie so äh, auf diese Chats zugreifen. Das ist das Ziel. Aber gehen wir zurück. Und da gab es noch eine letzte Frage, glaube ich. Genau. Wann kann ich mehr Kontext herauflassen? 20 Seiten ist weit zu wenig. Sie können, also die Antwort ist jetzt. Also wir haben 20 Seiten, das war die Limite bis vor letzter Woche. Aber seit letzter Woche können Sie, können Sie bis zu 60 Seiten heraufladen. Und kurzer technischer Hintergrund hier. Weil natürlich Sie sind natürlich nicht der Erste, der diese Frage stellt. Also es wurde vermehrt verlangt, dass wir die Uploadgröße erhöhen. Und die Intuition dahinter, einfach, dass Sie es auch wissen, ist, dass technisch gesehen ist es, haben wir müssen wir eine gewisse Limite respektieren, wenn wir die PDFs, die aufgeladenen Dateien, immer noch lokal speichern möchten. Das heißt, es ist da, ab einem gewissen Punkt ist es technisch eigentlich nicht mehr möglich, dass ja, dass wir die Daten rein auf Ihrem Gerät speichern. Aus diesem Grund haben wir es limitiert. Weil angenommen, Sie würden 1 Giga heraufladen und es wäre nur lokal gespeichert, dann würde Ihre Frage eigentlich ewig dauern, um zu laden, wenn wir es nicht auf unseren Servers speichern. Das heißt, wir mussten hier die Limite respektieren. Jetzt mit der Zeit konnten wir diese Limite erhöhen, aber momentan sind wir bei 60 Seiten statt 20. Und wenn Sie wirklich mehr Seiten heraufladen wollen, oder eben, weil Sie halt mehr Daten aufladen möchten, dann kommen die Silos ins Spiel. Das genau dafür sind dann die Silos gedacht, die nächsten Monat im Beta-Testing herauskommen werden, wo wir wirklich eine eben auf unseren Servers eine verschlüsselte Version gespeichert haben. Wir hatten keinen Zugang. Wir bieten einfach nur unsere Infrastruktur an, damit diese Daten dort verschlüsselt und verbunden sind. Mit einem Swiss Cloud Provider. Das ist auch noch wichtig. Das läuft dann über Infomaniac, damit die Daten auch 100% immer in der Schweiz bleiben, auch wenn sie verschlüsselt sind, damit sie natürlich eben
höhere Datengrößen, größere Dateien heraufladen können. Aber das wär's. Das war die letzte Frage. Wir sind, ja, war cool. Hat mich gefreut. Nochmals vielen Dank, Michel, für deinen Einsatz. Ich habe das Webinar sehr genossen. Auch vielen Dank an das Publikum für die interessanten Fragen. Das sind alles interessante, ja, berechtigte Fragen, wichtige Fragen, gerade im Kontext mit KI oder Datenschutz, Sicherheit ist natürlich, oder eben Datentraining ist natürlich super wichtig. Das heißt, vielen Dank auch für den Einsatz hier. Wenn es keine Fragen gibt, das ist eigentlich grundsätzlich nicht gut. Wenn es Fragen gibt, ja genau, heißt das, es gibt grundsätzlich Interesse. Das heißt, das finde ich nicht super. Ja, genau. Vielen Dank, Edwin, für den Gruß. Auch Ihnen einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Also nochmals, vielen Dank an alle für die Fragen. Vielen Dank, Michelle, für deinen Einsatz. Und Sie werden alle Teilnehmenden oder auch Registrierenden, die nicht teilnehmen konnten, werden eine E-Mail erhalten mit der Aufnahme des Webinars, mit gewissen Dokumenten. Und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Webinar. Und vielleicht sehen Sie mich an Live-Events. Ich bin immer wieder an Live-Events dabei. Das heißt, es kann sein, dass wir uns dann sehen. Das heißt, wenn Sie mich sehen und mich vom Webinar kennen, können Sie auch auf mich zugehen, wenn wir uns dann bei den Live-Events sehen. Also das ist sicher nicht ausgeschlossen. Dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag. Dir, Ja, Michelle, auch noch einen schönen Tag. ja, Und auf Wiedersehen man sieht alle. sich Einen bald. schönen Tag. Messi.